In diesem Video teile ich dir ungeschoren meine Erfahrungen mit. Kein gesponsertes Blabla, kein geschönte Tests. Ich verrate dir, welche Heißluftfritteuse hält, was sie verspricht, bei welcher du nur für den Markennamen zahlst und welche unter dem Radar liegt, aber ein wahrer Schatz ist. So, dann fangen wir mal als erstes mit den Ninja Fjordi Max Grill und Heißluftfritteuse an. Das ist die AG 551, die EU-Version, die ich habe. Und das war auch die erste, die ich aus dieser Reihe da erworben hat dann. Die technischen Daten: Gewicht sind 9,2 Kilogramm. Die Maße sind 27 x 39 x 41. Die Innenabmessung ist 26 x 36 x 22,5 cm. Die Wattleistung beträgt 2460 Watt. Und Einstellungen hat er insgesamt 6 Stück, also das sind die Programme. Ja, und die Kapazität beträgt 3,8. So, jetzt genug mit Technik. Du möchtest ja bestimmt wissen, was alles dabei ist. Und der Lieferumfang ist wirklich super. Also hier haben wir ein Rezeptbuch mit dabei, wo genau alles drin beschrieben ist. Die Gartabellen, alles wunderbar dargestellt. Hier dann die einzelnen Rezepte, die ich mir anschauen kann. Dann nochmal die Einstellmöglichkeiten für das Thermometer. Ja, also die Grilltabellen sind wirklich sehr gut, alles ausgearbeitet. Kochtabellen für den Airfryer, für die Heißluftfritteuse. Also für jede einzelne Funktion entsprechend hast du deine eigenen Kochtabellen auch dabei. Ja, zusätzlich gibt es jetzt hier noch so eine Bedienungsanleitung, auch in mehreren Sprachen. Also hier ist nochmal alles genau erklärt, auch nochmal die ganzen einzelnen Funktionen, also es ist sehr übersichtlich und gut aufgebaut. Ja, auch eine Schnellanleitung ist dabei, also wenn du nicht so der Leser bist, welches alles du haben möchtest, hier sind die Garstufen nochmal erklärt für den Fleischthermometer. Da kannst du wunderbar nachschauen, damit deine Gerichte auch richtig lecker werden, die du in dem Fjordi 551 zubereitest. Der sogenannte Grillspickzettel habe ich ihn genannt. Der steht auch oben drüber. Ja, das ist jetzt hier diese Grillplatte, die Auffangplatte. Und unten drunter ist jetzt nochmal der eigentliche Korb, also das, wo das Gargut ohne die Grillplatte reinkommen kann. Und so sieht der Grill von unten aus. Und diese Grillplatte hier unten wirst du lieben, denn sie gibt die Struktur wieder. So, und jetzt schauen wir uns die einzelnen Menüpunkte mal näher an. Da fangen wir hier mit dem Menüpunkt Airfryer an. Und da schauen wir mal durch. Das Ganze geht also jetzt von 150 Grad bis 1 Stunde von der Zeit her. Und bei 240 Grad sind das dann nachher noch 30 Minuten. Das hatte ich jetzt da gerade mal dann durchprobiert. Das kannst du da auch wunderbar am Display verfolgen. So, jetzt kommen wir zu dem Menü Braten. Bei dem Menü Braten habe ich die Stufen bis zu 220 Grad hoch und von der Zeit runter bis 1 Minute und insgesamt bis zu 4 Stunden. Ja, jetzt kommen wir zur Grillfunktion und das ist eigentlich mit das Herzstück, kann ich eigentlich so sagen, von dieser Heißluftfritteuse mit dem integrierten Thermometer, was ich einstecken kann, abnehmen kann. Also jetzt kannst du hier ganz einfach die Garstufen auswählen, von rar rüber bis well, also die ganzen Funktionen vom Fleisch, wie du das haben willst, dann runter, welche Sorte von Fleisch du hast oder dann nachher auch bis runter zum Fisch. Also suchst du genau aus, was du an Fleisch oder Fisch hast. So, jetzt kannst du den auch auf manuell umstellen, also ohne den Fleischthermometer, und da hast du auch die Stufen von Low bis High und jetzt hier auch nebenan auch weitere Stufen von der Stärke her. Also das kannst du ganz manuell jetzt auch noch den Grill so steuern. Also der Grill ist schon richtig klasse. Ja, und was dich auch begeistern wird, das ist dieses Fleischthermometer hier, wie einfach du das jetzt hier aufwickeln kannst und aufheben kannst und das an der Seite von diesem Grill wieder einsteckst. So hast du das auch immer parat und musst nicht suchen, in welche Schublade habe ich denn das jetzt versteckt. Ja, der Grill ist wirklich schon gut durchdacht. Ja, und jetzt gehen wir mal weiter mit dem Menü Backen. Und beim Backen, da kann man jetzt von 1 Minute bis 2 Stunden und die Temperatur von 21 bis 210 Grad. Ja, und beim Aufwärmen, da kann ich jetzt bis zu 1 Minute runtergehen, also von 1 Minute bis zu 1 Stunde kann ich das Ganze jetzt hier auch entsprechend dann aufwärmen.
und im Bereich Dürren. Da haben wir jetzt die unterste Temperatur sind 40 Grad und das Ganze geht bis hoch 90 Grad, kann ich das einstellen, und von der Zeit sind das von 6 bis 12 Stunden. Ja, und dich wird bestimmt auch interessieren, wie einfach das mit der Reinigung aussieht. Da waren jetzt die Bratkartoffeln vorhin drin, die Schale habe ich mal kurz ausgewischt mit einem Lappen. Und ja, jetzt geht schon die untere Platte, da siehst du noch die Reste von den Bratkartoffeln, was unten so durchgefallen war. Und das kommt gerade rüber in meine Spüle jetzt hier rein. Ja, etwas Wasserspülmittel da drauf, mit der Bürste leicht abgerieben und schon ist der Grill sauber. Das ist so einfach, du wirst ihn lieben. Aber warte mal ab, ich habe ja noch 2 andere Grills, wie die abschneiden. Ja, und hier oben dieser Spritzschutz, also das ist nun wirklich eine Klasse gelöst. Und zwar den kann ich ganz einfach entfernen und da unten drunter ist die Heizspirale. Und die ist dadurch wunderbar geschützt und den Spritzschutz kann ich auch ganz einfach wieder ansetzen. Ja, nach der ganzen Trockenvorführung geht es jetzt mal live ins Essen. Hier siehst du mal ein paar Gerichte, die ich erstellt habe. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl, ich habe viel mehr erstellt. Aber zudem findest du die Videos alle dazu hier auch auf meinem YouTube-Kanal, dass du die ganz einfach auch nachkochen kannst. Jetzt viel Spaß beim weiteren Zuschauen. Ja, und als nächstes zog der Speedy bei mir ein, also der Ninja Speedy Rapid Cooking System und Heißluftfritteuse ON400.de. Also ich habe die deutsche Version, es gibt auch da eine englische Version, da gibt es leichte Unterschiede zwischen der deutschen und der englischen Version. Aber ich erkläre jetzt hier mal die deutsche Version. Also zu den technischen Daten: Gewicht 6,5 Kilogramm, die Maße sind 31, 33 und 35 Zentimeter. Der Kochtopf, ein Non-Stick Keramik Koching. Die Wattleistung sind 1760 Watt. Ja, Einstellung hat er 10 Möglichkeiten, also das sind die einzelnen Programme. Die schauen wir uns noch mal näher dann auch an. Und die Kapazität sind 5,6 Liter. Und jetzt schauen wir uns die Funktion vom Speedy näher an. Und zwar mit dieser Taste hier schaltest du den Speedy ja immer ein. Und je nachdem, wie der Hebel hier steht, siehst du, hier hast du die Frittier. Wenn der Hebel unten ist, hast du die Frittiermoden. Wenn du den Hebel hoch nimmst, dann hast du die ganzen Modis für Heißluft, für Dampf. Jetzt lassen wir mal den Hebel oben. Jetzt habe ich hier die Knöpfe, wo ich jetzt hier durch die einzelnen Menüpunkte marschieren kann. Ich habe da oben Speedy Meals, dann habe ich Heißluft, Dampf, Dampfbacken und unten drunter Dampfgaren alleine. Das sind also erstmal hier, wo ich durch die Modis marschieren kann. Jetzt gehen wir mal Schalter runter, schauen uns an, was wir da haben. Jetzt habe ich ja hier den Frittier-Kochmodi und da habe ich oben Grillen. Beim Grillen 240 ist die oberste Temperatur und von 240 bis 210 kann ich grillen. Natürlich kann ich dann hier auch so die Zeit dazu noch einstellen. Ich will nicht grillen, ich will Heißluft frittieren. Wieder hier die Möglichkeit, Temperatur einzustellen. Und natürlich hier dann auch die Möglichkeit, die Zeit einzustellen. Schauen wir uns das nächste an, wie es aussieht, wenn ich Backofen rösten anwähle. Auch da habe ich die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen und natürlich auch die Zeit.
Jetzt gehen wir runter ins Dürren. Jetzt schauen wir uns mal von der Temperatur. Kann ich runter bis auf 40 Grad gehen. Und hoch bis 90 Grad. Schluss. Und dann habe ich meinen Timer. Da sehen wir, da kann ich jetzt 6 Stunden auswählen. Und ich kann noch höher gehen. Ich habe jetzt noch gar nicht probiert, wo die Grenze ist. 12 Stunden ist also die Grenze. Nach unten. Also da kann ich anscheinend bis ganz runter, bis auf ein paar Minuten gehen. 1 Stunde ist da Schluss. So, das war jetzt. Dann haben wir jetzt hier unsere Anbratfunktion. Die nutze ich ganz gerne, wenn ich praktisch wie in einer Pfanne irgendwas braten möchte. Dann kann ich das hier in den Speedy, in den Topf auch drin braten. Von der Temperatur, die i5 ist die höchste Temperatur. Ich kann aber auch hier 8 Stufen runter gehen. Das ist Low, das ist Minimal. i5 nehme ich zum Anbraten. Und natürlich auch hier kann ich nicht mehr jetzt den Timer auswählen. Dann drücke ich einfach Start und mein Topf fängt an zu schmoren, zu braten. Und dann lasse ich das einfach so lange, wie ich das dann braten möchte. Und ich kann ja jederzeit, wenn das Bratgut drin ist, hier wieder umstellen. Das ist das Schöne an dem Speedy. Ich muss also nicht das Programm jetzt durchlaufen lassen und warten. Ja, und jetzt sind wir noch vom Programm, das letzte Programm, das Slow Cooking. Und da habe ich auch bloß diese Stufen, die ich auswählen kann. Und mehr nicht. Und natürlich hier vom Timer kann ich jetzt die Zeiten. Ja, es geht also auch bis 12 Stunden. Und jetzt haben wir nochmal nach unten. Also 4 Stunden ist die minimalste Zeit. Ja, und wie gesagt, alle Programme mit Start übernehmen und dann fängt er entsprechend an. Und du kannst es jederzeit auch wieder stoppen. Ja, was bei dem Speedy jetzt auch gut ist, das ist jetzt auf der Ninja, die haben jetzt ja eine eigene Internetseite, wo im Prinzip der Speedmeal-Builder genau nochmal erklärt wird. Was heißt erklärt? Ich kann mir jetzt hier aussuchen, was ich zum Beispiel habe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt hier eine Pasta, dann wähle ich das aus. Also ich wähle jetzt meine Zutaten aus, die ich zu Hause habe. Dann scrolle ich weiter runter und ich sage, ja, zu dem Pasta möchte ich ganz gerne noch ein paar Frikadellen machen oder ich möchte Hähnchenstreifen machen oder ich möchte Kabeljau machen. Also jetzt wähle ich hier meine Proteinquelle aus. Ich sage, in diesem Fall möchte ich jetzt ein paar Frikadellen dazu machen. Dann kann ich hier noch auswählen, was ich so an Gewürze alles dazu nehmen möchte. Ich lasse das meistens frei. Ich wähle nur ein Gewürz aus und mische das nachher nach meinen eigenen Bedürfnissen aus. Dann Gemüse, was möchte ich an Gemüse jetzt dazugeben? Wenn ich jetzt sage, ich hätte es ganz gerne dann Brokkoli dazu, dann wähle ich das aus. Ich kann da noch sagen, also den Brokkoli, das Ganze möchte ich mit einer Joghurtsoße haben. Ja, also man guckt dann nachher, was auch eher logisch zusammenpasst. Ich könnte jetzt auch alles Mögliche jetzt anklicken jetzt hier, wo die Zwiebeln werden ja jetzt auch noch dazu. Ja, und dann geht schon weiter in das Toppings, was ich auswählen kann, was ich da noch an habe möchte, was ich da brauche oder dergleichen. Also sagen wir mal jetzt hier, ich möchte das Ganze mit Säure-Sahne noch ablöschen. Und dann klicke ich hier auf Rezept erstellen und schaue da, er gibt mir hier eine komplette Anleitung. Hier erstmal die Zutaten, was ich brauche. Und dann zeigt er mir an, für wie viele Portionen das gibt. Und die entsprechenden Mengen kann ich für 1 bis 2 Portionen umberechnen. Und hier steht genau, was ich Schritt für Schritt, was ich machen muss. Anfangen, Wasser reingeben, dass ich jetzt das Gemüse mit den Joghurt, den Brokkoli, das alles vermische. Also ich glaube, das brauche ich jetzt nicht weiter vorlesen, aber du siehst, zum Schluss, guten Appetit, ist mein Essen fertig. Und das ist auch eine tolle Funktion, die der Speedy mit dabei hat. Also gerade für Anfänger, wenn man eine Weile schon mit dem arbeitet, dann hat man das, wie sage ich immer so schön, Freischnauze auf der Latte. Dann mischt man gerade, was man Lust hat, zusammen und schmeißt es in den Speedy rein. Also es macht auf diese Art und Weise zu kochen wirklich Spaß, mit dem Speedy zu kochen.
Ja, und jetzt zeige ich euch auch mal Gerichte, die ich zubereitet habe im Speedy. Also du siehst von Eierkuchen, Steaks, Rouladen, Pute, Ente, ganz... Ich kann alles in dem Speedy machen. Also das ist wirklich der reinste Allrounder. Auch Eintöpfe, Suppen und dergleichen. Doch jetzt schau hier. So, jetzt kommen wir zur Cosori Turbo Blaze 6,0 Liter Heißluftfritteuse mit dem DC-Motor. Und der DC-Motor ist was ganz Besonderes. Das ist einer, der mit Gleichstrom arbeitet. Dadurch soll der Stromverbrauch geringer sein und auch der Turbo, deswegen hat er den Namen Turbo drin. Sie soll schneller in den ganzen Anwendungen sein, also weniger Stromverbrauch und ja, schneller mit dem Essen fertig. Gewicht haben wir insgesamt 6 Kilo. Stromversorgung, ja, 220 Volt. Die Abmessungen ohne den Griff, also ohne vorne den, der da raussteht, 34 auf 30 auf 30,1 cm. Der Temperaturbereich ist von 30 Grad bis 230 Grad Celsius. Also sie geht in dem unteren Bereich auch sehr weit runter. Das ist bei den meisten auch 40 Grad Feierabend. Ja, und der Betriebszeitenbereich ist von 1 Minute bis 24 Stunden. Also die Werte von der Seite her sind schon richtig ordentlich. Die Wattleistung hat sie jetzt von allen jetzt hier, von den beiden, die wenigsten mit 1725 Watt. Aber das soll durch den Motor, den sie drin hat, wieder ausgeglichen werden. Also die Kapazität, das sind 6 Liter, das ist für 3 bis 5 Personen, je nachdem wie groß die Portionen sind, die man isst. Ja, da ist eine Kurzanleitung drin und hier ist noch dieses Buch, wo Rezepte drin sind und auch noch weitere Beschreibungen, was wie bei wie viel Grad angewandt wird. Also die einzelnen Programme werden da auch nochmal vorgestellt. So, dann mal die Schublade rausnehmen. Das ist also jetzt hier diese Schublade. Mal einen Blick in die Heißluftfritteuse rein, wie es da aussieht. Das ist jetzt diese ganze Fläche von der Schublade und das ist die Grissplatte, die dann in die Schublade eingelegt wird. So, jetzt haben wir hier zwei nebeneinander stehen. Den Cosori, den neuen. Das ist der Turbo Blaze 6.0 Liter Airfryer und hier habe ich mein Speedy stehen. Den Speedy haben wir uns ja schon ausführlich angesehen, den kennen wir ja schon im Detail. Jetzt geht es um den neuen, um den Cosori. Und dann schwenke ich mal etwas näher an das Display ran, dass wir das besser erkennen können. So, jetzt schauen wir uns die Cosori mal etwas näher an. Und ich habe ja hier die Funktion, die ich auswähle. Ich habe jetzt Airfryer ausgewählt. Hier habe ich die Temperatur, die ich auswählen kann. Und Zeit wähle ich hier aus, wie viel Zeit ich haben möchte. Daneben habe ich das nächste Programm für Rost, dann auch für Grillen. Ja, und ich kann hier immer entsprechend da die Temperatur oder da die Zeit einstellen. Also es ist ziemlich selbsterklärend. Da wir die nächste Funktion anschauen oder hier diese Funktion, das ist diese Vorheizphase und da kann ich umstellen. Ja, jetzt bin ich auf Warmhalten gekommen.
Und da kann ich umstellen von der Temperatur. Und wenn ich sehe, wenn ich gehe von der Temperatur runter, dann ist die Vorheizphase auch geringer. Ist ja logisch, wenn ich nicht so viel Temperatur brauche, braucht er auch weniger Zeit zum Vorheizen. Also so können wir jetzt hier die ganzen einzelnen Funktionen anwählen. Ich denke, da brauche ich nicht viel weiter zu erzählen. Hier ist die Warmhaltefunktion. Also wenn ich jetzt die Airfryer-Funktion auswähle und dann mit Start startet das Programm. Und jetzt hören wir ihn auch schon arbeiten. Und ich finde, dass er auch doch sehr leise arbeitet. Weil ich hatten ja auch in der Testphase kennengelernt, also in der Testphase, in der Vorführung, der Vorstellung kennengelernt, wo wir einiges ausprobiert hatten. Und wenn ich ihn jetzt hier aufmache, die Klappe rausziehe, dann unterbricht das Programm und anschließend geht es wieder weiter. Und da kann ich Pause machen oder wenn ich abbrechen will, stoppen. So, ich habe meine Cursori jetzt nochmal eingeschalten. Und ich habe ja vorhin mit dem Rumtatschen hier mit meinen Fingern. Es bleibt ja nicht aus, dass man dann fette Finger hat. Hier das Display sah schon nicht mehr schön aus. Jetzt habe ich hier so feuchte Reinigungstücher. Mit denen habe ich jetzt das da so drüber abgeputzt. Jetzt habe ich hier so ein Mikrofaser-Schwammtuch. Mit dem bin ich da nochmal sachte drüber gegangen. Und von da nochmal. Und sie ist wieder sauber. Also das würde ich immer gleich empfehlen, wenn ihr da irgendwie was macht und das Display hier immer schön mit den feuchten Tüchern. Nur sachte, nicht festreiben, weil es ist ja ein sehr kratzempfindliches Display. Und das möchten wir noch schön sauber behalten. So, das war noch abschließend. Jetzt schalte ich sie wieder aus. So ein kurzer Test. Ich habe ja hier dieses Spritzschutzgitter, wie man sieht, das habe ich auch schon jetzt schon ein paar Mal benutzt. Eigentlich für den Ninja Speedy mir gekauft. Und die Cursori selber wurde jetzt in eine Gruppe geschrieben, dass der passt. Auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Das könnte mich auslachen oder nicht. Aber ich mache den Test. Pack das ran. Fühle, sitzt erst rein. Schublade. Probieren, passt. Und Cursori nimmt ihn ohne Probleme an. So, jetzt versuche ich auch mal ganz kurz rein zu. Ich denke, man kann jetzt ganz gut, ich kann jetzt überhaupt nicht sehen, was jetzt aufgenommen hat, aber ich denke, man kann ganz gut sehen, wie diese Platte, dieser Spritzschutz jetzt da angebracht ist. Ja, und zum Abmachen den Spritzschutz einfach runterziehen und da halt dann schauen, dass die 4 Magnete, weil die kann man ja abnehmen jetzt hier, dass die noch dran sind. Und falls sie jetzt nicht mehr hier dran sein sollten, dann hier oben reingreifen und die von oben holen und wieder da drauf setzen. Nicht, dass die dann nachher verloren gehen. So, zu dem Cursori TurboBlaze 6.0 gibt es auch eine App. Und diese App, das ist diese VOE Sync. So, jetzt auch mal ein kurzer Blick in diese App, wo du dann siehst, dass da auch sehr, sehr viele Rezepte drin sind. Und ich habe dann später noch einen erweiterten Bereich gefunden. Und den zeige ich dir jetzt auch noch etwas näher. Also da unten war Wellness, da habe ich drauf geklickt. Und dann werden mir hier die ganzen Rezepte angezeigt. Dann habe ich viel mehr Auswahl an Rezepte als nur in diesem Gerät drin. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann habe ich hier auch mein Benutzerkonto. Dann kann ich hier auch bei meine Favoriten gucken. Dann habe ich mir hier schon Favoriten angelegt.
Oder da unten gibt es jetzt auch den Punkt Rezept erstellen. Dann kannst du hier oben auf Foto klicken, Fotos auswählen, nicht aufnehmen, sondern auswählen. Ich hatte mich verklickt. Neu. Dann kann ich das übernehmen, erledigen. Kann diesem Rezept einen Namen geben. So, und jetzt noch ein paar Gerichte, die mit der Cosori Turbo Blaze erstellt wurden von mir, also gekocht worden, bevor wir dann endgültig ja zum Resümee, zur Auswertung kommen, welche Heißluftfritteuse ja doch die beste ist. Gibt es die überhaupt? Ja, jetzt schau dir erstmal das leckere Essen an. Also es sind alle Speisen wirklich wunderbar geworden. Ja, und bleib unbedingt dran. Zum Schluss gibt es noch ganz, ganz wichtige Informationen für dich. Ja, und wenn du jetzt vor der Frage stehst, eine Heißluftfritteuse anschaffen oder nicht, hier habe ich mal ein paar Punkte für dich. Erstens, schnellere Zubereitungszeit. Aufgrund ihrer kompakten Größe und der schnellen Aufheizzeiten können Heißluftfritteusen Speisen schneller zubereitet werden als im Backofen. Der zweite Punkt sind gesündere Mahlzeiten. Heißluftfritteusen ermöglichen das Kochen mit weniger Öl oder sogar ganz ohne Öl und es führt zu gesünderen Mahlzeiten, da weniger Fett benötigt wird. Der dritte Punkt ist die kompakte Größe. Heißluftfritteusen nehmen wenig Platz in der Küche weg als ein herkömmlicher Backofen. Sie sind ideal für kleinere Küchen und Personen, die nicht viel Platz haben. Ja, der vierte Punkt ist die einfache Reinigung. Viele Modelle von Heißluftfritteusen sind mit abnehmbaren spülmaschinenfesten Teilen ausgestattet, was die Reinigung erleichtert. Das ist auch jetzt hier bei der Cosori der Fall. Fünfter Punkt, Vielseitigkeit. Obwohl sie hauptsächlich zum Frittieren verwendet werden, können viele Heißluftfritteusen zum Backen, Grillen, Rösten verwendet werden, ähnlich wie ein Backofen. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, bei dem Ninja Speedy gibt es noch weitere Funktionen. Da hast du auch Dampfgarn und dergleichen dabei, Dampfbacken. Also auch da gibt es noch viele weitere Möglichkeiten. Ja, und der sechste Punkt, der nächste Punkt ist eine bessere Geschmackserhaltung. Ja, wenn du einmal Gerichte aus der Heißluftfritteuse gegessen hast und verglichen hast, und das bestätigen auch viele meiner User, meiner Freunde von der Heißluftfritteusen-Gruppe, die sagen, Frikadelle in der Heißluftfritteuse schmeckt besser als die aus der Pfanne. Da hatten wir am Anfang einige Streitpunkte, wo es dann hieß, nee, meine Frikadelle aus der Pfanne ist besser. Dann haben sie selber die Frikadelle in der Heißluftfritteuse gemacht und waren doch sehr positiv überrascht, wie toll die Frikadelle schmeckt. Die ist außen knusprig und bleibt innen drin schön saftig. Ja, und der letzte Punkt, auch nicht zu verachten, was heißt letzter Punkt, auch ein weiterer Punkt, ist die geringe Geruchsentwicklung. Also im Vergleich zur traditionellen Heißluftfritteuse oder mit Backöfen hast du bedeutend wenige Gerüche in der Küche. Auch gerade ein Vorteil, wenn du eine offene Küche hast. Das waren jetzt nur einige Punkte, es gibt noch ganz viele Punkte, aber ich möchte das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Das war jetzt der Test von der Cosori Turbo Blaze 6.0. So, jetzt habe ich die drei Heißluftfritteusen ausführlich vorgestellt. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden, aber es sind wichtige Informationen, die man doch bereitstellen sollte, wenn es um den Kauf von einer Heißluftfritteuse geht. Dann ist das Video doch mal länger, als es üblich gewohnt ist. Ja, jetzt, welche Vorteile oder welche Nachteile haben die unterschiedlichen Geräte? Jetzt fange ich mal mit den 551 an. Das war ja der erste, mit dem wir auch hier im Test angefangen haben oder in der Vorstellung. Also hier gefällt mir besonders diese große Schale, die der hat, gegenüber von diesen Körben, den Einschub bei dem Cosori oder bei dem Speedy, wo ich von oben das Ganze einfülle und dann diese Crispplatte so rausnehmen muss. Also das gefällt mir bei der 551, diese große Schale, besonders gut. Also da passen auch größere Stücke super rein. Ja, und was auch besonders gut ist bei diesen, das ist dieses integrierte Thermometer. Das ist sehr gut für Steaks und dergleichen zu machen, also auf der Kerntemperatur, das passt perfekt, die Steaks werden richtig klasse. Ja, und jetzt kommt ein ganz großer Pluspunkt für den 551, das ist dieser Spritzschutz für die Heizspirale, der von Anfang an schon dabei ist.
Und der ist super einfach abnehmbar, leicht zu reinigen, denn das ist bei den anderen beiden leider nicht der Fall. Ja, und wenn wir beim Reinigen sind, der ganze Grill selber lässt sich auch super einfach und schnell reinigen. Die extreme Grillplatte, die finde ich auch sehr gut. Da jetzt hier auch noch zusätzlich die Grilloptik erhalten bleibt, zum Beispiel mit dem Steak oder mit Bratwürstchen, was man da drauf grillt, dann ist das auch noch zu sehen. Hier vielleicht ein kleiner Anmerkungspunkt, aber ich sage das schon, die haben ein hohes Niveau. Da könnte sich Ninja was einfallen lassen, und zwar diese Grillplatte, die kann ich nicht in diesem Ninja mit drinne aufbewahren, die muss ich irgendwo extra lagern. Das wäre vielleicht schön, wenn das mit dabei irgendwie mit eingebaut wäre oder dass man die mit integrieren könnte. Ansonsten von den Speisen, wie ihr gesehen habt, die sind alle super geworden. Die Qualität von der Leistung von dem Grill ist also wirklich sehr gut. Ja, das war jetzt erstmal der 551er. Dann ging es ja weiter mit meinem Speedy. Ja, der Speedy, muss ich sagen, das ist mein persönlicher Favorit. Das liegt aber an dieser Vielfältigkeit, die ich mit dem Speedy habe. Also ich kann von den Airfryer-Funktionen, über Backen, über Grillen, das haben ja die anderen beiden auch mit integriert, aber was der Speedy zusätzlich hat, das ist die ganze Dampffunktion, das Dampfgaren, das Dampfbacken. Und wenn du mal Gemüse Dampf gegart hast und das gegessen hast, das ist nochmal eine Nummer besser. Ja, und von dieser Qualität von den Speisen, sie sind auch alle super geworden, ist auch ganz klasse geworden. Also von der Seite her auch der Speedy eine klare Kaufempfehlung, so wie der 551er. Ja, es gibt aber auch bei dem Speedy einen negativen Punkt, den ich nicht verschweigen möchte. Und zwar das, was bei der 551er-Klasse gelöst ist. Das ist dieser Spritzschutz für die Heizspirale. So ist bei dem Ninja vor der Heizspirale auch was davor, aber das ist einmal fest angeschraubt, das kann ich nicht wegnehmen. Und es ist auch nicht direkt ein Spritzschutz eigentlich, weil die Fettspritze und das Ganze kommt trotzdem durch und setzt sich oben ab und ich komme ganz schlecht da oben ran zum Reinigen von dieser Heizspirale. Ja, das ist ein Punkt, wo Ninja unbedingt überarbeiten muss, das anders lösen muss, dass ich diese Platte, die da davor ist, dass ich die abschrauben kann. Also sie geht zwar abzuschrauben, aber dann verliere ich die Garantie, also macht das nicht. Aber das müsste Ninja anders lösen, dass ich von der Seite her auch dann diese Heizspiralen da besser reinigen kann. Das ist so der Negativpunkt, was mir beim Speedy jetzt aufgefallen ist. Ansonsten habe ich jetzt lange hin und her überlegt, ob ich noch was finde, was mir nicht so gefällt beim Speedy. Kann ich eigentlich nicht sagen. Also ob das jetzt die Airfryer-Funktion war, die Backenfunktion. Ich habe Kuchen drin gebacken, Brot drin gebacken. Das ist auch alles klasse geworden. Auch die ganzen Grillgerichte sind super geworden. Also von der Seite auch alles bestens. Ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten, den Cosori Turbo Blaze. Der hatte den Namen Turbo dabei. Und ja, also er hat zwar von der Wattzahl die wenigste Wattzahl, die geringste Wattzahl, aber es ist kein Nachteil, weil diese geringe Wattzahl wird sich anscheinend durch diesen speziellen Motor, der da entwickelt worden ist, ausgleichen. Und in manchen Dingen, es ist zwar nicht allzu viel Unterschied, weil gesagt wurde, es ist auch so ein riesen Turbo und bedeutend schneller und so, konnte ich nicht ganz so feststellen. Aber die Speisen, die ich drinnen zubereitet habe, sind alle super geworden. Also von der Seite her, was die Speisen angeht und dergleichen, ist es prima geworden. Was mir von der Handhabung auch ganz gut bei ihm gefällt, das ist der ausziehbare Korb, den ich habe, dass ich den Korb unten einfach rausnehmen kann. Also auch mal, wenn ich so mal den Pommes schütteln muss zwischendrin. Aber das sollte auch nicht zu oft machen, denn jedes Mal, wenn ihr das aufmacht und da wird der Vorgang unterbrochen und etwas Wärme geht verloren, und dann muss die Heizleistung mal wieder von vorne anfangen. Also nicht zu oft den Korb aufmachen und Pommes schütteln und dergleichen. Aber das ist jetzt ein Punkt, wo ich jetzt bei der Cosori
besser finde, dass ich da den Korb rausnehmen kann, das so schütteln kann. Das kann ich also bei dem Ninja nicht. Das liegt auf der Christplatte oben fest drauf bei dem Speedy. Und ich muss halt mit was anderem oben drin die Pommes umrühren oder verteilen. Also beim 551er kann ich den ganzen Korb rausnehmen, kann dann auch schütteln, das geht da auch. Wobei ich da dann Handschuhe anziehen muss, damit ich die Finger nicht verbrenne. Ja, und noch ein Punkt zum Cosori. Ich hätte es beinahe vergessen, aber das ist im Prinzip das gleiche Problem, wie ich es beim Speedy habe. Und zwar, das ist diese Heizspirale, die hat bei dem Cosori überhaupt gar keinen Schutz. Also ich habe mir jetzt extra eine gekauft, so einen Schutz, den ich davor mache, aber von der Cosori selber ist in der Beziehung nichts dabei. Ja, jetzt haben wir alle 3 Geräte verglichen miteinander. Einen wirklichen Testsieger kann ich nicht direkt sagen. Weil ganz wichtig ist, wenn du vor der Kaufentscheidung stehst, überleg dir, was willst du alles machen? Für was möchtest du den Grill, die Heißluftfritteuse haben? Und das ist ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Du brauchst eine Heißluftfritteuse für deine Bedürfnisse und nicht die dir irgendjemand empfiehlt. Auf meiner Internetseite, den Link verlinke ich dir jetzt hier auch unten in der Beschreibung drin, habe ich nochmal ganz ausführlich alles beschrieben. Lies das. Das ist sehr, sehr wichtig, denn dann bekommst du diese Heißluftfritteuse, die du möchtest und nicht die dir vielleicht irgendjemand empfohlen hat. Denn das ist ein Punkt, der doch sehr oft in meiner Facebook-Gruppe immer wieder kommt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir eine andere gekauft. Und das möchte ich dir eigentlich damit ersparen. Denn du sollst ja die Heißluftfritteuse kaufen, die für dich richtig ist. Deswegen schau in meine Internetseite rein, lies die Punkte, da sind die Wattleistung, alles nochmal genau beschrieben, was die unterschiedliche Größe ausmacht und dergleichen. Ja, und warum habe ich jetzt Ninja und Cosori hier auch als Test herangezogen oder besitze die Geräte? Ich habe ja vorher schon andere Geräte besessen, angefangen von den klassischen Halogenofen über einen integrierten, also das heißt über einen Backofen, bis hin jetzt zu diesen. Die Ninja und die Cosori sind von der Preisklasse eine gute Mittelpreisklasse. Sie sind nicht die teuersten, sie sind aber auch nicht die billigsten. In meinen Augen ist das ein sehr gut ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn ich kann ein Gerät von 50, 60 Euro nicht mit dem Speedy oder mit dem Cosori vergleichen, weil hier ja ein ganz anderes Leistungsumfang dahinter steckt. Bei diesen sogenannten No-Name-Geräten gibt es eigentlich auch nicht, die haben auch alle Namen, aber die haben meistens nicht so viel Funktionen integriert. Die haben die ganz normale Airfryer-Funktion und das ist auch gut so, wenn ich nur die Airfryer-Funktion brauche. Also von der Seite her lass dich jetzt nicht vom Preis irgendwo vielleicht zu sehr irritieren, sondern überleg wirklich, welche Funktionen, was möchtest du machen. Viele haben am Anfang bei mir in der Gruppe auch gedacht, ich will ja nur Pommes machen. Ja, und jetzt sehen sie, was hier alles Leckeres gemacht wird. Und deswegen habe ich auch das Video jetzt hier länger gemacht, habe dir gezeigt, was du alles machen kannst, damit du von den Gedanken, ich will nur Pommes machen, wegkommst. So eine Heißluftfritteuse, auch Airfryer genannt, ist ein wunderbares Gerät, mit dem du sehr, sehr viel Speisen zubereiten kannst, wie du sicherlich in diesem Video hier gesehen hast. So, das war jetzt mein Resümee. Deine Entscheidung musst du jetzt selber treffen. Schau unbedingt hier unten unter dem Video in die Beschreibung rein, da steht nochmal alles ganz genau.